Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Im dritten Video diesen Monats schauen wir uns mal eine Armee an, die von allen bisher die wenigste Screentime hatte, wie man so schön sagt, nämlich meine Orks für 40k. Das liegt nicht daran, dass sie mir keinen Spaß machen zu bemalen oder Videos darüber zu machen, vielmehr liegt es daran, dass die Videos auf wenig Interesse gestoßen sind, weil es einfach so viele Inhalte zu Warhammer 40k gibt und ich habe mir dann gedacht, da muss ich dann nicht auch noch mit in den Pool reinspringen. Nichtsdestotrotz habe ich meine Orks hervorgekramt und im Laufe der Zeit neu bemalt, weil sie einfach gruselig aussahen. Da habe ich auch das eine oder andere Video aufgenommen, die habe ich euch unten natürlich verlinkt und natürlich habe ich auch immer wieder Werkbankvideos aufgenommen. Aber jetzt schauen wir uns an, was sonst noch alles seinen Weg auf die Werkbank und dann in die Vitrine zurückgefunden hat. Los geht es, wie ihr hier schon die ganze Zeit sehen könnt, mit dem Warboss. Ohne den geht es schließlich nicht, denn ohne den gäbe es keinen War. Das Modell hier ist von Cromlech und hat bisher leider noch keine Schlacht bestritten, weil der gute Twix und ich bisher nur 2 oder 3 Mal gespielt haben. Dann kam der Editionswechsel und ich habe das nächste Grundregelwerk und den neuen Kodex gekauft und bei der 10. Edition bin ich dann ein Stück weit gedanklich ausgestiegen und habe nur noch weiter an den Modellen gearbeitet. Deswegen wird es vermutlich noch eine Weile dauern, bis ein weiteres Spiel stattfinden wird. Außerdem muss ich sagen, war ich ziemlich enttäuscht, dass mit dem neuen Kodex zwar der Warboss wieder seine Mega-Rüstung hatte, darf aber keine Energieklaue. Da kriegt er eine Zweihandwaffe. Für mich ist das gewollt und nicht gekonnt. Ich muss sagen, ich war auch schwer enttäuscht, weil es für mich so einfach nicht zum Hintergrund passte. Die normalen Bosse in Mega-Rüstungen haben Energieklauen und gigantische Sägen und der Chef kriegt die Nachteile einer Mega-Rüstung, ohne den Vorteil einer Energieklaue zu haben. Das passt für mich einfach nicht. Da wir es jetzt schon mit Mega-Rüstungen und Energieklauen haben, kommen wir auch gleich zu den Herrschaften, die sie fleißig benutzen. Ich habe hier 3 Versionen Bosse in Mega-Rüstungen. Die ersten sind die alten Metallmodelle von GW. Eines dieser Modelle ist umgebaut, weil ich damals noch telefonisch bestellt hatte und ausdrücklich um 2 verschiedene Modelle gebeten hatte. Es hat damals natürlich nicht funktioniert und ich habe zweimal das gleiche Modell mit Raketenwerfer bekommen. Also habe ich es damals schon umgebaut, was fürchterlich aussah. Jetzt sieht es besser aus und gefällt mir von der Truppe hier am besten. Die nächsten 3 Modelle sind die neuen aus Kunststoff. Die wurden ganz normal zusammengebaut und einfach bemalt. Sehr gut gefällt mir hier, dass die Modelle etwas größer sind als die alten Metallmodelle. Leider etwas zu leicht für meinen Geschmack, aber das bringt Kunststoff halt so mit sich. Allerdings hat man bei diesen Figuren einiges an Gestaltungsmöglichkeiten, vor allem was die Waffenoptionen angeht. Da kann eine Metallfigur leider nicht mithalten, aber das müssen sie in dem Fall ja auch nicht. Die Bits, die beim Bau übrig bleiben, können auf alle Fälle sehr gut für Umbauten verwendet werden. Die letzten 3 Bosse in Mega-Rüstung kommen von Cromlech und sind wie die Modelle vorher nur zusammengebaut und bemalt. Hier ist allerdings ein Modell dabei, das mir ziemlich wichtig ist, nämlich Skrewdriver da Ölige, seines Zeichens ein Mech. Damit ist das Modell mit dem Nachtsichtgerät gemeint. Der kriegt hier eine besondere Erwähnung, weil er nach vielen Jahren in meinem ersten Spiel der Boss war, was ja an sich noch nichts Besonderes ist. Allerdings hat er zum Ende des Spiels 2 Runden sämtlichen Beschuss durch sein Kraftfeld überstanden und mein Gegner war irgendwann schon richtig genervt. Bis heute sagt er übrigens, dass er noch nie so viele 5 und 6 gesehen hat. Ja, das ist eben der Glaube der Orks. Verloren habe ich das Spiel trotzdem, aber mein Gegner hat für seinen Sieg richtig hart arbeiten müssen und behauptet bis heute Albträume von Skrewdriver, dem Öligen, zu haben. Nach den Bossen geht es mit den Boys weiter. Das hier sind Modelle von Cromlech mit Köpfen von Spellcrow und Armen von GW. Die Köpfe werden eigentlich unter dem Namen Green Berets geführt. Ich habe die Barette dann rot gemacht, weil rot ist ja bekanntlich schneller. Außerdem erinnern sie mich so ein bisschen an meine britischen Fallschirmjäger für Bolt Action und genau so habe ich mir die Truppe dann auch vorgestellt. Orks, die hinter den feindlichen Linien abspringen, wahrscheinlich auch genug ohne Fallschirm, weil es ihnen nicht schnell genug geht, und dann von dort aus angreifen. Ihren besonderen Status unterstreichen sie mit diesen roten Baretten. Ein paar von diesen Körpern habe ich auch noch und auch noch genug Köpfe, um die alle auszustatten, bis ich dann auf 20 Modelle komme. Orks sind halt eine Hordenarmee, da macht weniger oft keinen Sinn. Das hier sind jetzt meine Blauhelme. Da kam dann meine sarkastische Ader ein wenig durch und deswegen haben die Boys blaue Helme bekommen. Immerhin, irgendwem werden sie sicherlich zu Hilfe kommen. Die Körper sind wieder von Cromlech und die Arme von GW, die Köpfe wieder von Spellcrow.
Die Modelle hätte ich zu meiner Anfangszeit als Panzerboys eingesetzt, die es ja so nicht mehr zu kaufen gibt im Codex. Es ist ein bisschen schade, aber naja, es gibt eben viele Dinge, die waren einmal und sind nicht mehr, wie es ein Feldwebel beim Bund von mir zu sagen pflegte. Auch für diese Einheit habe ich noch genug Bits übrig und auch die sollte dann um die 20 Mann stark werden. Falls es in der Zukunft mal wieder richtige Panzerboys geben wird, ist diese Truppe jedenfalls bereit, die Lücke zu füllen. Als nächstes kommen meine Großwildjäger. Diese 2 Teams hier nenne ich meine Elefantenbüchsen, einfach weil sie so groß sind. Die sind aus allen möglichen Teilen zusammengebaut worden, imperiale Mörser, Raketen von Cromlech, Teile von Fantasy-Orks, denn so kamen nämlich auch die beiden Schlümpfe in meine Ork-Armee. Ich hatte in der Bitsbox einen Kopf mit dieser lustigen Mütze gefunden und musste sofort an die Schlümpfe denken, also habe ich noch einen zweiten gesucht und auch gefunden. Deswegen hat der eine Ork eine weiße und der andere eine rote Hose an. Von den restlichen Modellen sind auch nur 2 als Standardfiguren zusammengebaut. Eines ist ein altes Metallmodell, und zwar das, bei dem die Raketenköpfe aus dem Rucksack herausragen. Den gab es damals zusammen mit einem Ork mit fetter Wumme im Blister. Das andere ist aus der Kunststoffbox zusammengesetzt, und zwar der die Raketen waagrecht auf dem Rücken trägt. Alle anderen haben ihre Waffen aus Wummen, Kunststoffplatten und allen möglichen Teilen aus der Bitsbox zusammengebaut bekommen. Die Raketen und Rucksäcke sind von Cromlech. Für alle, die dies interessieren sollte. Die haben da wirklich einiges an gutem Material. Das hier sind, das könnt ihr alle sehen, die ganz normalen Standard-Ork-Boys aus der Kunststoffbox. Das sind noch die alten Modelle, die es schon Ende der 90er, Anfang der 2000er gab. Und wie sagte ein Bekannter von mir dazu mal, "You don't change a perfect design." Und für mich sind das hier die perfektesten Orks, die man haben kann, gerade der Bausatz. Ja, es sind immer dieselben Teile, aber sie lassen sich auf viele verschiedene Weisen kombinieren und es wird nicht nur eine Figur immer wieder zusammengebaut, wie das bei diesen neuen Multipose-Bausätzen der Fall ist. Viel zu sagen gibt es zu denen hier leider nicht, denn die wurden alle nur entfärbt und dann mit neuer Farbe versehen. Davon habe ich auch ein Video gemacht. Wie gesagt, es hat sich nicht so wirklich gelohnt, diese Sorte Videos zu machen, aber hier seht ihr jetzt mal meine Bala und Moscha Boys in all ihrer Pracht und bereit dafür, viel Spaß zu haben, indem sie sich mit Space Marines oder der imperialen Armee rumprügeln. Oder mit so ziemlich allem anderen, was da draußen rumläuft. Diese 3 Modelle aus Metall sind noch von Ende der 90er, Anfang der 2000er und gehörten zu den ersten Spezialtruppen, die ich hatte. Von denen habe ich mir dann leider nie mehr gekauft, weil Ende der 90er, Anfang der 2000er war es im Kodex üblich, dass die schweren Waffen, also Flammenwerfer, Raketenwerfer, schweres MG, noch in den Trupps selber drin waren. Das heißt, in einem Trupp von, ich glaube, 30 Moscha Boys konnte man 3 schwere MGs unterbringen zum Beispiel. Also hatten die Moscha Boys 3 Flammenwerfer dabei. Der Vorteil von den Dingern ist, dass man diese Brenner Boys auch dazu benutzen konnte, die Flammenwerfer auf Schneidbrenner umzustellen und dann haben die Jungs den Panzer im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergeschnitten. Genauso wie die Terminatoren oder die Space Marines oder was auch immer der Feind ihnen entgegengeworfen hat. Das war schon sehr lustig. Etwas Besonderes habe ich mit denen auch nicht gemacht. Sie wurden einfach entfärbt, beziehungsweise ich musste sie noch nicht mal entfärben, weil ich sie nie wirklich richtig bemalt hatte. Die sind jetzt auch fertig und warten wie der Großteil dieser Armee immer noch auf ihren ersten Einsatz. Diese 5 Stormboys sind eine von 2 Sturmtruppen, die ich bis jetzt habe. Die Einheit ist nicht besonders groß und ich weiß auch noch nicht, wann ich die zweite Packung aufmachen werde, denn eine habe ich hier noch rumfliegen. Diese Modelle gefallen mir im Gegensatz zu den alten Stormboys sehr gut, denn die alten Stormboys waren im Grunde genommen die Standard-Orks aus der Plastikbox mit Jetpacks auf dem Rücken. Die sahen nicht ganz so verwegen wie die hier aus, weil sie im Grunde genommen alle die gleichen Raketen hatten. Viel zu sagen gibt's hier nicht, denn die wurden einfach nur zusammengebaut und bemalt. Orientiert für die Bemalung habe ich mich an der Hintergrundgeschichte von Boss Sackstruck, wie auch immer er richtig ausgesprochen wird, in der es eben darum geht, dass es Orkboys gibt, die keine Lust haben, das zu tun, was sie wollen, sondern dass sie das tun, was man ihnen sagt. Diese Boys gehen dann total in ihrer Rolle als Stormboys auf, polieren ihre Stiefel, marschieren, machen Schießübungen und fliegen wie die Bekloppten mit ihren Jetpacks durch die Gegend. Gerade dieses ein bisschen bekloppt sein, was bei Orks ja eigentlich immer der Fall ist, denn sie sind alle irgendwie bekloppt, kommt bei denen richtig gut rum, denn sie wissen halt nicht wirklich, komme ich mit meinem Jetpack an oder nicht. Das ist nicht wie bei einem Space Marine, dass da das Sprungpack funktioniert. Bei den Orks ist es immer so, ich drücke einfach mal drauf und wir gucken, was passiert. Diese 3 Killer-Cans sind die neuen aus Plastik, die dürfte wahrscheinlich auch jeder kennen.
Früher gab es die Modelle aus Metall und wenn ich mich richtig erinnere, war es früher auch so, dass in diesen Dingern jeweils ein Ork als Pilot gesessen hat. Der konnte sich dann, glaube ich, mit irgendwelchen Stöpseln im Kopf in das Ding einklinken und dann konnte er es bewegen wie seinen Körper. Mittlerweile sind Grotze in den Dingern drin, aber für mich bleiben da Ork-Piloten drin, denn da gehören einfach Ork-Piloten rein. Auch bei denen gibt es nicht viel zu sagen, weil die sind einfach nur bemalt und zusammengebaut worden, beziehungsweise andersherum zusammengebaut und bemalt worden. Und im Grunde genommen war es das auch schon. An denen ist einfach nichts gemacht worden. Die sind einfach so, wie sie sind und so, wie sie sind sie gut so. Eingesetzt habe ich die bereits, sie wurden noch alle 3 zusammengeschossen, aber ist egal. Orks gibt's genug, Grotze gibt's genug und egal wer da jetzt drinnen sitzen soll als Pilot, Hauptsache nach vorne und richtig draufhauen. Den Abschluss der Armee bildet ein komplett selbstgebautes Modell. Das war etwas, das wollte ich schon, als ich damals mit Orks angefangen habe, immer mal bauen. Mir irgendeinen Oldtimer schnappen und den zu einem richtig schönen Buggy umbauen. Das hier ist ursprünglich mal eine Shelby Cobra aus 1967 gewesen, von der eigentlich nur die Karosserie und das Fahrgestell benutzt worden sind. Die Reifen sind, glaube ich, von Cromlech oder Butlo oder wie auch immer, ich habe den Namen vergessen. Die meisten Waffen, die dran sind, sind auch von Drittherstellern, bis auf die Laserkanonen, die zu normalen Sturmkanonen umgebaut wurden, an der Seite. Und natürlich die Sturmkanone, die oben drauf ist. Das ist quasi für mich sowas wie das Heckgeschütz, auch wenn sie nach vorne ausgerichtet ist. Denn das Modell hier wird als Megatrack Scrapjet verwendet werden. Und ich habe mir überlegt, es sind einfach 3 Jungs aus dem Ork-Flieger übrig geblieben, die ihre alten Positionen eingenommen haben. Der Fahrer ist der Pilot, der Schütze daneben ist der Co-Pilot bzw. der Navigator, falls Orks sowas überhaupt brauchen, wenn sie nicht einfach in eine Richtung fliegen, bis sie was finden, das sie bekämpfen können. Und der gute Mann obendrauf ist mal der Heckschütze des Fliegers gewesen, der jetzt einfach gesagt hat, naja gut, statt nach hinten kann ich auch nach vorne schießen, das macht keinen Unterschied. Und so kam dann dieses Modell zustande. Das Fahrzeug selber ist ursprünglich von, ich glaube, Revell und es war relativ günstig zu bekommen. Er ist halt einfach zusammengebaut worden und dann wurde dran rumgetackert, bis er dann so ausgesehen hat, wie er jetzt aussieht. Und das ist auch das einzige Fahrzeug, das ich bis jetzt in meiner Armee habe. Allerdings habe ich mir auch noch ein paar andere Oldtimer gekauft und die warten auch noch aufs Umbauen. Die Reifen sind da, die Waffen sind da. Es ist von allem was da, wie es so schön heißt. Aber das war's halt auch schon. Mit dem Modell sind wir am Ende angekommen und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und natürlich läutet die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr und wir sehen uns demnächst bald wieder in meiner Schmiede.